Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten U-Sniper Fangame Contest Fangame. Dieses Mal A Gamer's Journey von GamerGuy500. Ihr seht noch einen weißen Bildschirm und da ist eine Fragebox drüber, mehr oder weniger, wo der mich fragt, ob ich den Debug-Modus aktivieren möchte. Für den Contest halt. Den werde ich aber erstmal nicht anmachen, weil da liegen ein paar Tasten, da liegen Funktionen drauf, um genau zu sein, W und A und S, wobei S weiß ich nicht, aber W und A auf jeden Fall, die ich gerne selber belegen würde. Oh mein Gott, ja. Oh. Warum müssen Fangames eigentlich immer so laut sein? Das habe ich noch nie begriffen, warum das so der Fall ist. Ich habe das jetzt wieder im Windows Manager auf 2 gestellt. Reset Controls. So, Options. So. Ich hoffe doch, dass ich jetzt hier da Controls. So. Left, right. Es sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich geil aus. Das muss man halt einfach mal so sagen. Hallo? Also, jetzt hat er natürlich down. Restart Button, Skip Button, Action Button. Action Button? Huh? Nein! Und habe ich das jetzt überhaupt richtig gemacht? Ja, das ist hier falsch rum, ne, oder? Nee. Gott, der Struggle mal wieder. Okay, aber ich würde das, glaube ich, gerne auf E legen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was Action Button macht, aber... Nein! Oh! Jetzt soll das Enter, ne? Zurück. So. Guck mal, selbst hier... Moment. Da. Selbst hier steht die Volume auf 1. Oder ist 1 das höchste? Ja, guck mal, 1 ist das höchste. Okay, dann machen wir auch nochmal runter. Ich weiß halt echt nicht, warum... Ja, guck mal, man kann sogar theoretisch Fullscreen machen. Blut kann man ausmachen. Alleine, dass es so viele Optionen gibt, ist ja schon crazy. Webseite gibt es auch. Interessant. Dann würde ich sagen, spielen wir doch einfach mal. Das ist uns auch einer der Menschen, die letztes Jahr schon ein Fangame eingesendet haben. Warum ist denn immer... Das macht so keinen Sinn. Warum ist denn immer der erste Save-File, warum ist der denn immer schon belegt? Ich habe das Spiel, wie gesagt, auch dieses Mal nicht gespielt, aber das scheint echt... New Game. Achso, ja, die README-Datei, da stand eine ganze Menge drin. Das war ziemlich viel. Ist wohl ziemlich text-based. Oder was heißt text-based? Also es kommt auf jeden Fall viel Dialog vor, den man skippen kann, theoretisch. Es gibt verschiedene Enden, es gibt ganz viel Zeug auf jeden Fall. Und wenn das wirklich so gut ist, wie es sich anhört, dann freue ich mich. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier abläuft. Newcomer, easiest difficult, S save points per section 5, also S. Weak bosses, extra blocks to make through platform section. Normal bosses, newcomer blocks disabled. Name of the game, agenda. More abilities, das ist zum Beispiel auch so eine coole Sache, wenn die Schwierigkeitsstufen nicht nur sind, du hast mehr Saveboxen, sondern auch zum Beispiel, dass die Bosse stärker werden. Und zwar nicht, weil sie mehr Leben haben, sondern weil sie mehr Fähigkeiten haben. Okay, das ist zu viel Text. Ich würde sagen, wir machen Normal, weil ansonsten werde ich wahrscheinlich keine 2,50 Meter in dem Spiel kommen. Nein, ich drück das immer falsch. 50 Live Realistic Mode. More realistic. Most will be disabled and none of the partners will join you in the quest. Use if you don't like the dialogue system. Aha. Ja, ne, die Dialoge wollen wir uns anhören, das ist ja. Limited Response Mode. Once the death count reaches so, it's all over. Use it if you want to chill. Ja, ich glaube nicht. Und hier unten gibt es noch weitere Game Modes, die man unlocken kann. Crazy. And card to speed them up.
Oh Gott. This is the story of Gamer Guy. The Gamer Guy in fact. The Gamer Guy in fact. This Gamer Guy was the 500th of his kind. He plays games a lot, but now it's time for him to live one. To live. Mein Englisch ist so grauenhaft schlecht. L to advance. Oh. Der Soundeffekt von dem Text ist ein bisschen abartig. After the events of Anarchistification, das war das Spiel letztes Jahr. Das war auch okay, wenn ich mich richtig erinnere. Gamer Guy went back to a peaceful life. He went back to his family of five house. His mom, grandma, grandpa and brother lived there. Don't worry, this is just a bridge between this year's game and last year's game. This game adjusts the music speed relative to the speed of the game versus the speed of your computer. The music is low and slower than your computer is too. This is to assist music time event. Das ist ja schön. Ich war? Oh. Aber das sind jetzt ein bisschen Tutorial. Press Card to shoot. It collides. Okay, das ist wirklich sehr ausführliches Tutorial. Press R to respawn. Lastly, you can click things. Click things. Ich habe das übrigens wirklich falsch rumbelegt. Ich bin auch echt ein Honk, und wie war das? Adjust Cloak, View Progress, Adjust Options. Da. Aber nicht hier. Das ist, wenn ich Exit Game mache, werde ich ihn rausgeschmissen. Demap-Modus. Nope. Da fängt man. Und das ist auch, wie kann ich das denn hier skippen, hallo? Ich will das nicht wieder sehen. Weil, das war jetzt auch nicht so viel. So, Moment, ich muss das kurz ändern, weil ansonsten funktioniert 1000 Jahre lang nichts. So, back, Play, 2, Load Game. Aha, da sind wir noch, was ist das? Also, das ist ein Save-Punkt an sich anscheinend. Das ist mein TV. Oh mein Gott, mein Englisch ist so schlecht! Das ist der Grund, warum es englische Untertitel gibt und nicht Englisch gesprochen ist. Well, gotta go. Ich muss sagen, das sieht eigentlich alles echt schick aus. Echt schick und echt passend. Jetzt haben wir schon 2 Wege, das ist natürlich... Oh Gott, was sind wir hier? Hey, das ist my Rogue Shadows Room. Ich hätte Rogue Shadows. Mein Gott, das ist so grauenhaft. Ich sollte nichts mehr vorlesen eigentlich, aber das ist ja auch öde. He's not in here right now. That's a shocker. He's usually hardcore gaming in here. Familie von Gamern oder was? Und der mag Blau. Ganz offensichtlich. Und ist Bayer. Auch ganz offensichtlich. Shadow Rogue ist wahrscheinlich irgendein anderer Ersteller oder so. Oder Freund einfach. Okay, da stehen Dudes rum. Das ist wahrscheinlich Mom and Dad. Schätze ich jetzt mal. Was haben wir hier? This is a computer room. Nice. Was, sie haben beide in ihrem Zimmer einen Computer anscheinend stehen oder irgendeine Spielekonsole und hier ist noch der Computerraum. It's where I do my own hardcore game. Test anything a hardcore PC gamer needs. A fridge for soda, a computer and a big chair. Ja, aber sonst auch nichts. Noch eine Glühbirne. Oh. And this is a computer. It's off right now, but I will do some hardcore gaming later. Natürlich. Also an dem Wort Hardcore hat er auf jeden Fall schon mal einen Namen gefressen. Das kann man nicht anders sagen. Aber ist echt ganz hübsch so. Kann ich jetzt eigentlich auch auf Sachen klicken? Und dann passiert da Sachen? Hallo? Ja, noch nicht. Noch nicht! Hey Mom! Oh Gott, ich will keine Stimmen machen. Ich will wirklich keine Stimmen machen, weil dann bin ich tot. Hi Gamer Guy, Rogue Shadow. Das ist aber auch Beschiss, Alter. Da ist ein UE am Ende. Wer spricht das denn Rogue aus? Die schlucken ja alles, ey.
He was just about to leave and get some groceries. You should go with him this time. Can I pass on this one? Shopping aren't my thing. Whatever, gamer guy. Suit yourself, bro. I think I'll skip getting the ships this time around. Come on, man. You always get the ships. Well, if you aren't going with, then I aren't getting the ships, bro. Gott, das sind so Bros. Also, literally Bros. Kann ich ja das ist ja, naja. Okay, fine, I will go with him to the store, Mom. Thanks, sweetie. Achso, das war Shadow Rogue. What happened here? The normal path to the store is gone somehow, and Shadow Rogue is gone too. Well, I need to find him first. Here's ein Schild. Das muss ich das anklicken? Klick, klick. Death Note, this area is meant to teach the player. We are also going for some opening love. Wings of Fire, the camera has no idea what's going on. Okay. Kann ich jetzt auch auf den Spike drücken und... Ah ja. Cool. Cool. Ah, ich muss die Dinger berühren. Okay. Ja, Wings of Fire habe ich leider auch nie gespielt. Ist immer noch auf meiner Steam-Wunschliste und da wird es wahrscheinlich auch erstmal noch ein bisschen bleiben. So. Nice. Da fängt es schon wieder an hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Sprites echt ganz hübsch so. Ah, ich bin so ein Noob. So ein Kacklappen, ey. Und der Regen und so. Ist auch ganz nett. Ist echt cool. Jawohl. Hä? Also. Warum kann ich den jetzt nicht von da hinten anschießen? Wo ist der Sinn? Achso, kann ich jetzt auch hier schon draufklicken, obwohl ich gar nicht daneben stehe? Ja, kann ich. This little gag. It's also Wings of Fire. Oh, Solgon, you and your traps will never get old. Hä? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber... Whatever. Oh, was ist das? Also das mit dem Speichersystem habe ich noch nicht ganz verstanden. Ne? Oh. Okay. Aber wir mussten ja mal aktiv die Todesmusik genießen. Ja. Die uns auch ganz cool ist. Ist nicht die Standard-Todesmusik und ist auch relativ passend. Ist natürlich auch dumm, ne? Aber wieder smart as motherfucker. So, was haben wir hier? This is a chest, seems kinda random, but it's a video game after all, so it must have good things in it. Okay. Dann, die lilanen sind irgendwie Speicherpunkte, wenn man... Oh, Secret, I want what's inside. Wahrscheinlich nichts Dolles. Genie Cloak. Shanty. Game Boy Color. Switch to it from the main menu. Also, everyone will still identify you as gamer, so don't worry about putting on cloaks. Das heißt, wenn ich jetzt Change Cloak mache, dann... Return to Game. Ah ja, und dann bin ich jetzt die Olle. Auch eins dieser Spiele, die ich nie gespielt habe. Jetzt irgendwie häuft sich die Tatsache, dass ich Spiele nicht gespielt habe. Auf jeden Fall gibt es da Custom-Charaktere. Was ist das wieder? Es gibt Custom-Charaktere. Ach, es war so klar, dass da irgendwo ein Spike ist. Ich bin einfach random gesprungen, anstatt einfach mal zu gucken, weil den sieht man eigentlich schon, aber... Das wäre wieder zu einfach gewesen. So, da nämlich. So. Sind wir mal da. Click. This scene was one that I was a man for the longest time. One where I would meet an angel that fell from heaven and was stuck on earth, but then gets thrown away, and I give a chase to whoever took her away. Hey there, what's going on here? Oh hi, I seem to have fallen from my own kingdom. Home kingdom? Home kingdom. So you're some sort of angel. Yes, you may identify me as Ira. Well,
Your rings are gone there, Ira. Nice observation. I don't know where they are gone. Well, while you're down here, you think I could get some help? Finding out what's going on here? Okay, I will join you. Alright, let's roll. Wait a minute. Da war irgendwas Schnelles. What the freak was that? Some guy just ran off with Ira. Man, it's been one of those days. I would better at least try to catch up with them. Maus muss eigentlich... Wo ist die Maus? Ja, okay. Erstmal Maus heiden hier. Ja, dein Haus. Hey, wait, Fugio, is that you? Wer ist denn Fugio schon wieder? Wahrscheinlich wieder ein anderer Dude, den ich kenne. Maybe. Yup, that's a Fugio I know. Why are you in this tiny cabin? Some weird spaceship-like thing flew in here and destroyed a lot of the landscape. I saw it also pick up someone really fast. Then it put them down to earth again. It was wicked. Then it put them this. Wow, that's crazy. Habe ich nicht verstanden den Satz. Das ist das nächste, wenn ich nicht immer alles verstehe. Rickt. All this crap happened so fast, it made my head spin. Then I think the guy that got abducted and sent back flew by here at uber speed. Well, you can come with me if you want and we can see what's going on here. No, I'm not about that life. I mean, I just want to be at home playing Pokémon and Smash. Das sind bestimmt irgendwelche Anspielungen auf irgendwelche Dudes, die ich halt echt nicht kenne. Bisschen, aber machst du nix. Well, I guess have fun in this cabin until things get sorted out. I guess. Was ja, diese Kabine ist halt jetzt auch für nichts anderes da gewesen, als genau diesen Joke zu bringen. Der natürlich cool ist, ich glaube, ich jetzt die Death Notes eigentlich immer lesen. Floating Islands, because reasons. Actually, it is to get the player to be comfortable with double jumping and saving the double jump. Ja, okay. Ja, okay, aber wenn ich nicht mehr durch den ersten Spike durchkomme, das ist natürlich ein Problem. Okay, ich muss mir merken, lila Speicherpunkte bringen mir gar nichts. Gelbe kann ich anschießen und irgendwie die anderen sind nur zum Jux an der Torerei da. So, was haben wir hier? This section is for teaching the player about surfaces that are only solid from the top. Hence why there's a lack of spikes here. Oh mein Gott, bin ich dumm. Oh mein Gott, es ist gut, dass ich gerade das Tutorial spiele. Ich brauch's anscheinend. Anscheinend dringend notwendig. So. Dankeschön. Wow, what is that building and why am I talking to myself? I should just go and see what's all about. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht ganz genau, woher die Sprites genommen sind, aber die sind echt schick. Oh, das sieht nach einem Buff aus. Oder? Welcome, new traveler, to the Tunnel Garden. How it's going? I can feel that you have a good intention. That you have good intentions. Well, okay, just don't feel me in any other way. Silence! You are in search of a lost angel named Ira. She was stolen away by an anonymous mask. This is so schlimm. You will need more than my help to stop them. Well then, how do I do that? You will need the assistance of some allies and the 4 elemental gems. Okay, great, where do I start? Jump into the portal and truly begin your quest. Roger that, Mr. Voiceman. You will now be sent to the area nearest to the mask-wearing kidnapper. This should allow you time to catch up with them. Okay, a random teleport dude, aber das Schild habe ich nie übersehen. I made this room the Tunnel Garden because I wanted there to be some spiritual place that the player would go to once. Get some advice and get out of there. This room will appear again at the end of the full game. To give you life, ultimate power or something. Aha. Ich weiß ja nicht, ob die goldene Statue, da würde ich mir irgendwie... Ich meine, es ist okay, I guess. Ich glaube, die goldene Statue würde ich, glaube ich, ersetzen durch irgendwas Cooles. This area has some Mega Man water. It doesn't give you infinite jumps, but it
Das gibt, Alter, die Musik. Das give you a jump boost and slowly falling. This area is meant to teach the player about the mechanic and the ways to manipulate it. Wasser. Wasser. Das kommt zu früh. Oh Gott. Alter, die Musik, ne? Ist die eigentlich ein Zacken lauter geworden oder meine ich das nur? Okay, Moment. Adjust Options. Also, ganz ehrlich. Wasser. Oh, Wasser macht Spaß. Warum muss die erste Area Wasser sein? Jetzt mal ganz im Ernst. Was haben wir hier? Mask dude. Wait a second, I know exactly who would wear a Deadpool mask with a Smith Street jacket. John, that's me. I have one question. Why are you in the sand cave? That's simple, you see? I'm always in a place you'd never expect me to be. Okay, I guess. Hey, wanna join me finding out what's going on here? No way, I actually kinda like it here near car. Das sind einfach echt Dudes, die irgendwie hier eingebaut hat, weil YOLO. This part is to get the player comfortable with the water physics while supplying a challenge to overcome with that physics. Oh, ja, warum denn? Können wir vielleicht irgendwie mit was anderem anfangen, was nicht Wasser ist? Oh Gott, und da ist kein Speicherpunkt zwischen. Das heißt, den Spaß hier muss ich jedes... Oh mein Gott. Das ist natürlich jetzt echt ein bisschen anlachen. Die Maus stört mich ein bisschen. Die würde ich gern ausblenden können irgendwie. Wenn ich sie eine Zeit lang nicht bewegt habe oder so. Oh! Oh, ich habe nicht gespeichert. Das war too much for me. Außerdem ist die Wasserphysik irgendwie voll komisch, finde ich. Gut, Mega Man Wasser war. Gut, dass ich Mega Man nie gespielt habe. Doch, habe ich wohl. Das ist eine Lüge. Ah, speichern. Alter Schwede. Warum müssen wir mit Wasser anfangen? Warum? Macht keinen Sinn. Wir hätten mit allem anfangen können, aber nicht mit freaking Fuckwasser. This part is to teach the player how to not go to the top of the plateau and must be avoid doing so. Okay. Ah, blablabla. Das ist auch so eine Sache, ne? Von Screen zu Screen jumpen. Wobei das für ein Secret ist, von daher ist das okay. Beziehungsweise eigentlich ganz cool. Weil wenn ich hier in dem Screen bin, habe ich schon mal vergessen, dass da hinten Spikes sind. Alter, Hundesohn, spring doch. Ah. Nice work, Detective. Let's see what's in this chest. Wahrscheinlich wieder nur ein Cloak. Got Metal Cloak, Mega Man. Nee, es... Switch to it from the... Okay. Looks kinda dopey, probably because of his simple design of this. Was ist das eigentlich? Ich meine, natürlich wechseln wir jetzt auch wieder. Und ich meine, warum nicht? Ah, der hat aber wieder... Der hat wieder mehr Animationen, ne? Gott. Young Traveler. Aberhead is another young traveler who's also lost. She goes by the name of Hailey. I have informed her that you two will cross paths until night. Well, alright then. That's convenient. Now go and show her the way. She will be waiting in the marsh area nearest to you. Roger Dodger. Oh mein Gott. Kann der Dialog? Kommt der Dialog jetzt noch? Mann, diese Maus, Alter! Fuck doch auf, bitte! Dankeschön. Ja, das mit der Maus ist echt noch ein bisschen nervig, ne? Oh mein Gott, dankeschön. Aha. Was haben wir hier?
Alter, die Musik ist auch schon wieder gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. You must be gamer from yep in the flash. I was told you would be going on a quest and that we would unite. That's exactly what I was thinking. Well, then let's head off. Yup, Heili joins you. Das ist cool. Was macht Heili denn jetzt? Außer da sein. Ich stehe auf dem Schild. Ich sehe das. Komm mal runter hier. This section is to teach the players some advanced water physics. That's it. Ach nee! Warum denn? Schau ich den Sprung? Ah, nein, so nicht. Ja. Sag mal aber nicht, das ist so ein Companion, hey. Oh mein Gott. Wenn sie stirbt, dann stirbst du auch oder so eine Scheiße. Oh mein Gott, ich hasse Wasser. Das Spike, wow, what the fuck, Alter, den habe ich dick nicht gesehen. Mehr oder weniger in dem Moment, wo ich in dem Spike dran war, habe ich ihn gesehen erst. Aber wir sind gleich bei 26 Minuten im Ernst. Dein Ernst? Ja gut. Gut, ich habe mich jetzt halt auch nicht so pralle angestellt. Das kann man halt schon mal so sagen. Warum ist die Maus eigentlich schon wieder da? Ich habe die doch noch da oben gesetzt. Pratzteil, ey. Oh, guter Jump-Button. Schöner Jump-Button. Ah, das ist echt cool. Was haben wir hier noch? Das ist wieder irgendeine Anspielung auf irgendwen, ne? Hey, Nerdy Skitty, what are you doing here? Hey gamer, some weirdo in a grey suit flew by here, laying down spikes really fast and I took cover immediately. I'm trying to stop that guy, I think. If it's the same guy that stole the angel gun and Ira. Yeah, he was holding something white and yellow. But seriously, he was way too fast. Wanna help me get this guy? Nope, I aren't about to go. Persian? The guy, I will get killed. Okay then, by the way, I love those kitty ears. Thanks. They're so kawaii, oh mein Gott. Oh mein Gott! I need to get out of here. Schnell. Im Wasser. Warum muss es Wasser sein? Von allem, was möglich war, warum muss es Wasser sein? Definitely, this section here is to teach the player that conserving the double jump in the water is key for progressing. Ja, so. Oh mein Gott, dieses Wasser ist... Wasser ist übrigens so ein Cancer, das ist nicht mehr in Worte zu fassen. Oh mein Gott! Ich hasse Wasser. Ich meine, es geht, ne? Aber vom Plattforming her, das ist auch wirklich wieder Plattforming, das an sich Spaß macht. Wenn es nicht Wasser wäre! Warum? Wie gesagt, wenn wir nicht mit Wasser anfangen würden. Fucking Fickwasser! Alter, ich hasse dich! Und irgendwann ist man dann an die Wasserphysik gewöhnt und dann ist Wasser-Area vorbei und dann ist es auch wieder vorbei mit allem anderen. Alles ist kaputt danach. Oh mein Gott! Why, mental? Kommt, den Raum schaffen wir jetzt auch noch. Oh mein Gott. Habe ich aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Ich eventuell auf meinen zweiten Bildschirm geguckt habe. Nee. So, das sieht doch hier special aus. Now, what the hey is this building for? I don't know. That is the garden place of the Steel Gem. It's protected by an advanced labyrinth. Many have died inside trying to get to it. Great, a labyrinth. So that I gotta go in there and fed this thing
out of some dangerous freaking maze and make it alive. Yes, you have the capability to be aware that the mask identity will be trying to obtain these for use with a mass destruction device. Well, crap, you gotta hurry right to the frick up. Gotta write the no time to waste. Okay, also sie macht übrigens immer genau das gleiche, was ich mache. So this labyrinth looks ancient. Remember what the voice man said? We need to find the steel gem here. Got it, let's roll. Okay, cool. Okay, was ist da oben? Ah, tschüss. Oh. Cool. Oh mein Gott. Da brauche ich den Schlüssel von der anderen Seite, da brauche ich auch einen Schlüssel. Den kriege ich aber wahrscheinlich auch hier noch nicht, weil hier kommen wir noch nicht runter. Wir müssen jetzt einmal nach ganz unten. Schätze ich jetzt mal, ich gehe mal davon aus, dass wir hier auch noch nicht reinkommen. Ne? Well, this looks like some kind of key-related puzzle, you don't say. We need to find the keys to open the doors. KO, let's go for show right now. Totally ready. Yes. Oh mein Gott. Ich finde den Humor auch ganz cool. This labyrinth style is definitely showing origins from the Shanty series, only much more simplified. Grab the keys and unlock the doors. Some of the keys are kind of the way a little bit. You gotta snake your way back to the top as it would say. Okay. Das finde ich halt mega nice, ne? Also, ganz ehrlich. Oh. So, aber wir haben jetzt die halbe Stunde erreicht. Das heißt, ich werde mal den Debug-Modus anmachen und mal gucken. Ich glaube, ich werde aber nur bis zum ersten Boss exploren. Warum habe ich die Zeit sagt mir, ich habe erst 21 Minuten gespielt. Gut, ich war in den Menüs auch noch vorher und so ein bisschen. Aber es geht ja um die viel Zeit, die ich schon noch aufnehmen kann. Gut, dann, wie machen wir das nochmal? So. Exit Game, dann würde ich das gerne anmachen hier. Moment, Maus da. Debug Mode, press F2 to simply close the game and disable Debug Mode, Level Select. You got a level select. On the level select, there's a sound test. Navigate to the ALD, press K to play sound, don't have control set and home. BASD are the keypad numbers. Else you'll have some wanky controls, ja, Debug. Das ist halt das Problem bei mir so ein bisschen. Ich habe halt gern die WASD-Steuerung und die ist halt hier benutzt. Aber ihr seht den Bildschirm wieder nicht. Das ist so ein Aufploppfenster hier. 1 to 3 to spawn, despawn, and the 5 partners. Right click to teleport to your cursor. G to toggle God mode on. Crazy stuff is happening. So, mal gucken. Eventuell wichtiges Handy-Ding. So. Jetzt haben wir den God-Mode angemacht. Das ist merkwürdig. Ah, hier ist die... Oh mein Gott, Alter, guckt euch an, wie viele Dings es gibt. Da war ich eben angekommen, ist die Labyrinth. Gucken wir uns mal den ersten Boss an. Was habe ich falsch gemacht? Moment. Ach so, wanky Controls. Stimmt, da war noch was. Was muss ich denn jetzt drücken, um hier... Okay. F1 ist Info nochmal. Oh Gott. Was ist denn das hier für ein... Das ist crazy, also es ist mega gut, aber es ist echt crazy. Es gibt schon 5 Bosse anscheinend. Uberworld, Troll Area. In der Troll Area soll der Schuh und der Dings sein. Das würde ich mir auch ganz gerne angucken. Masked und
Okay, wahrscheinlich muss erstmal die Steuerung umstellen. Da führt wahrscheinlich jetzt gerade mal kein Weg dran vorbei. F1 wieder ausmachen. Just Options. Ja, aber hier nicht. Nein! Ah! Ja, irgendwas auswählen. Zack. Exit Game. Ich muss nochmal die Steuerung ausstellen. Ja, ja, Debug-Modus an. Jesus Christ. Nein! L drücken ist ein Fehler. Ich meine, er hat es ja auch gesagt im Endeffekt, ne? Irgendwas auswählen, zack, Exit Game, ja, Debug-Modus an, ja. Warten, bis die Scheiße hier vorbei ist, dann... Die Musik hier ist echt nett. Aber die Musik in den Errors, die ich jetzt bisher gesehen habe, waren echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Select. Okay. Nein, jetzt habe ich Escape gedrückt. Falscher Fehler. Da. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal den Debug-Modus wieder ausmachen. Nein. Dann müssen wir die Controls umstellen. Dann müssen wir den Debug-Modus anmachen. Und dann können wir durch die Stages gehen. Easy. Ich würde eventuell empfehlen, da Tasten nicht auf WASD zu legen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich nicht der einzige Mensch auf diesem Planeten bin, der das Spiel mit WASD spielen würde. Options. Controls. Dann legen wir das halt wieder auf die Standard-Controls. Oh, ups, das war direkt schon falsch. Right. Ja. Müssen wir noch irgendwas? K und L auch. Das heißt. Ja, ich glaube. K. Das ist alles hier komplett für den Arsch. So. Jetzt F2 drücken. Debug-Modus anmachen. Und jetzt kann ich L drücken und krieg den Fatal-Error. Stack Frame ist bla 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 clear. Copy abort. Okay. Nice, da ist das Spiel gerade abgeschmiert. Ich habe wahrscheinlich zu viel Scheiße gebaut. Von einem der Auszug ein 40 Minuten Video zu machen. Wie gesagt, ich werde nicht das ganze Spiel durchfliegen. Das ist unmöglich in so kurzer Zeit abzudecken. Ja, würde ich gerne. D to schauen. D. Ah, cool. Das sind so Features, was sie braucht. Eigentlich braucht die kein Mensch. Also cool, dass sie da sind. Ich habe Angst, L zu drücken. Das schmiert gleich wieder alles ab. Ihr seht ja die Error-Meldung leider nicht. Aber irgendeine Variable ist falsch gesetzt. Glaube ich. Ja. Okay. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Moment, kann ich denn... Moment. Vielleicht kann ich das ja damit... Ich möchte eigentlich nicht durch das ganze Spiel skippen. Ich meine, klar, ne, das sind noch Beta so. Dass du da auch Fatal Errors haben kannst, ist ja fine. Press Home and End to change the game speed. P to... all the clocks. Aha. Von einem der Auszug nur mal kurz das Spiel sich anzugucken, ja. Bum, bam, bam. Bum, bam, bam. Na komm. Ich hab halt jetzt, dann dachte ich mir, dass ich jetzt zumindest mal kurz durch alle
durch die Räume so skippe. Hallo? Warum ist denn immer noch K die Dings? Ich habe das doch geändert. Es ist, glaube ich, komplett am Sack. Ja, das ist wieder ein fataler Error, ja. Ja, okay. I'm so sorry. Ich glaube, ich kann mehr von dem Spiel momentan nicht zeigen. Weil es irgendwelche Probleme mit dem Debug-Modus gibt. Ich habe irgendwas komplett kaputt gemacht, ich weiß es nicht. Deswegen kommen wir doch dann auch so schon mal zur Bewertung. So, dann kommen wir jetzt mal zu der Bewertung von das ist eine Lüge, von A Gamer's Journey von Gamerguy 500. Fangen wir fix an. Es gab keine Regelverstöße mit einem Fragezeichen, weil ich natürlich nicht das ganze Spiel gesehen habe. Dementsprechend kann ich nicht bewerten, ob es da wirklich einen Jumpscare gab oder nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es keinen gab. Ob die Kreativregeln umgesetzt wurden, gut, in der README stand drin, wo sie umgesetzt wurden. Ich konnte es leider nicht überprüfen, weil das Spiel dann gecrashed ist. Ja. Aber ansonsten war alles soweit ganz gut. Dann natürlich die 5 Punkte für die Steuerung, weil man die Steuerung ändern konnte. Ziemlich easy, ziemlich gut. Da eventuell ein bisschen schade, dass zumindest auf den WASD-Steuerung im Debug-Modus auch noch Funktionen gelegt wurden. Aber das ist vielleicht auch einfach wieder nur mein Problem, so, weil sonst niemand mit WASD spielt. Keine Ahnung. Ja, dann gehen wir weiter bei Grafik. Ich weiß nicht ganz genau, woher die Sprites kamen. Die Figuren bzw. die Cloaks sahen sogar teilweise selbst gezeichnet aus. Ich bin mir nicht sicher so. Aber war cool. Also es war ein sehr stimmiger Eindruck von den Grafiken her. Du hattest, die waren auch alle ganz gut ausgeschnitten so. Die Animationen waren absolut fein. Konnte man sich sehr gut angucken. Sah wirklich sehr schön, sehr cool aus. Und also Grafiktechnik war es echt ziemlich nice. Auch wenn man in so Gebäude reingegangen ist, dass man dann mehr oder weniger die Außenwand nochmal hervorgehoben hat und so Geschichten. Das ist eigentlich echt ganz cool. Und dass es Innenausstattung gab für die Häuser und all so Sachen. Das Einzige, was mir an der Grafik, was ja auch Teil der Grafik ist, unter anderem ein bisschen gestört hat, ist, dass der Mauszeiger einfach immer... Also okay, es gibt das Feature, dass man Sachen anklicken kann, aber ich würde den gern ausgeblendet. Wenn ich gerade in so einer Jumping-Passage bin und auf einmal versperrt der Mauszeiger mir irgendwie den Spike, dann muss ich erst den Mauszeiger wieder weg. Das ist halt einfach nervig. Wenn man den eventuell unsichtbar machen könnte, wenn man eine Zeit lang nicht bewegt hat oder so, das wäre echt hilfreich. Ja? Aber ansonsten war gut. Dementsprechend 9 Punkte. Dieser 1 Punkt Abzug wegen der Maus, das ist halt mega nervig so, aber ansonsten absolut gut. Dann weiter zum Sound. Das meiner Meinung nach einzige Problemchen von dem Spiel, also insbesondere in den Areas, gut nach einer Zeit ging es, aber man musste sich echt erstmal so ein bisschen an die Musik gewöhnen, insbesondere an dieses zweite Stück da. Das war interessant, sagen wir mal so. Und was ich auch noch so das Gefühl hatte, war, dass dass die Stage-Musik irgendwie ein bisschen lauter war als die Musik im Intro. Was auch, wie gesagt, ich finde das mega nervig. Ich musste ja dann die Lautstärke nochmal im Nachhinein anpassen so. So ist es halt nervig. Gut, ne, ich meine, das sind jetzt alles noch Betas und so. So wie Fangames eigentlich fast immer Betas sind, aber eine Lautstärke wäre super. Dann müsste ich nicht jedes Mal da dran rumfrickeln. Insbesondere wenn ich dann halt ein Video dazu aufnehme. Oder das irgendwer auf Twitch spielt oder so. Der kriegt erstmal einen Hörsturz davon. Also so krass war es nicht, aber ne? Und ja. Aber ansonsten sehr passend.
insbesondere das Intro halt. Ach ja, und was ich eventuell auch ändern würde, wäre der Soundeffekt, der gemacht wird, wenn so ein Dialog, und davon gibt es ja eine ganze Menge, wenn so ein Dialogfenster durchläuft. Weil das ist auch, ich weiß nicht, ob es zu laut war, oder ob das einfach der Sound ist, der für jeden einzelnen Buchstaben, der da, oder für jedes Wort, was da geschrieben wird, einmal aufgerufen wird und sich das deswegen so überlappt oder so. Keine Ahnung, ich würde den Sound auf jeden Fall zumindest ein bisschen runterdrehen. Ja, also dass es Sound hat, ist okay, aber ich würde es zumindest ein bisschen runterdrehen. Ja, aber ansonsten war es eigentlich okay. Dementsprechend habe ich beim Sound 5 Punkte gegeben, weil das ist meiner Meinung nach der Punkt, wo das Spiel echt noch ausbaufähig ist. Also wirklich ausbaufähig. Dann nächster Punkt, der ist Gameplay. Wir hatten eine Intro-Sequenz. Das Spiel war ist sehr text-based im Endeffekt. Es gab sehr viele Dialoge. Immer mal wieder wurden so kleine Sidekicks für irgendwelche Menschen, die ich alle nicht kannte, aber die sich dann bestimmt voll gut angesprochen gefühlt haben, geliefert. Es gab diesen Companion-Typen, wovon ich immer noch nicht, also ich weiß nicht ganz genau, was er machen soll oder was er machen kann, aber er ist da. Der hat bestimmt auch irgendeine Bewandtnis, so, aber und ansonsten ich weiß gar nicht mehr, was ich zum Gameplay noch alles sagen will. Es war kein krasses Needle Game. Am Ende war cool, das habe ich zwar jetzt nicht wirklich gespielt, aber diesen Rätsel-Tower bzw. Schlüsselfind-Tower mehr oder weniger, wo du dich dann alle die Ebenen wieder hochkämpfen musst und du vorher durch die Ebenen einmal durchfällst und siehst, du hast mehr oder weniger dann alles schaffen musst. Sowas finde ich halt vom Aufbau, vom Levelaufbau ziemlich nice. Also sowas kann ich immer wieder gut ab, wenn jetzt mal auf ein anderes Beispiel gesprochen, das hatte ich in Skyrim das erste Mal, dass wenn ich in der Ferne in Fangames ist relativ, aber in der Ferne ein Gebäude sehe oder Räume in Fangames und dann weiß, ja, da komme ich noch irgendwann hin, ja, und dann bin ich wieder an der Stelle hier und dann weiß ich, was ich geschafft habe auf dem Weg, und das ist halt, das ist, finde ich, Game Design technisch mega nice. Und ansonsten am Gameplay, ich hatte Spaß mit dem Spiel, auch wenn die erste Area Wasser war, ja, weil das Tutorial Wasser unter anderem beinhaltete, aber es war echt cool. Und deshalb habe ich da auch 10 Punkte gegeben, weil ich hatte absolut Spaß. Und ich war sehr überrascht, wie schnell diese halbe Stunde vorbei war. Hat man ja eventuell auch gesehen. Da war auf einmal die halbe Stunde vorbei und ich hab mir gedacht, ja gut, aber machen wir jetzt mal Schluss. Gut, dann the next point ist Kreativität. Und das ist auch ein Ding, das Spiel sprudelt halt davon mehr oder weniger. Natürlich holt es sich immer mal wieder Anlehnungen von anderen Spielen, Shantae und Wings of Fire und bestimmt auch noch ganz viele andere, so. Aber es ist ganz gut, oder die Anlehnungen sind ganz gut umgesetzt und es fühlt sich halt echt an, als ob sich der Ersteller, und mich würde echt wundern, wenn das nur einer wäre. Ich bin schon fast sicher, dass da mehr als einer dran arbeitet, aber wenn das nur einer ist, Respekt. Was der da teilweise für Ideen hatte. Also auch das mit dem Companion-System, da muss man ja erstmal drauf kommen, das überhaupt so einzubauen, weil das ist, glaube ich, gar nicht so easy. Je nachdem, auch wenn die Companions irgendwas machen sollen noch. Dann gibt es... ich sollte mir sowas aufschreiben. Ich gerade eben alles gesehen habe. Es war halt einfach viel zu viel. Das Einzige, was ich jetzt nicht bewerten kann, natürlich sind die Kreativregeln. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie gut umgesetzt sind. Weil einfach dieses ganze Spiel unfassbar gut aussah. Unfassbar gut. Auf jeden Fall. Und ansonsten war das halt ein Haufen von Gimmicks so, angefangen von dem komischen Wasser, was auch also es war nicht die Standard I wanna be the guy Wasserphysik so, sondern
was stand da? Mega Man Wasserphysik, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Es gab 8 Stages. Da war eine Story mit dabei, die du dir auch erstmal ausdenken. Also es hat einfach unfassbar viel Laune gemacht. Und war kreativ dabei. Dementsprechend auch bei der Kreativität 10 Punkte. Ganz easy. Weil da so viele Ideen drin sind, wo du halt echt drüber nachdenken musst, bevor du da dran gehst. So, und dann haben wir am Ende des Tages noch das Gesamtbild. Das wird natürlich so ein bisschen dadurch gemildert, dass ich den Sound teilweise echt ein bisschen unpassend fand. Aber was heißt unpassend? War halt komisch. Der Sound hat mich fertig gemacht. Das war halt das Einzige, was mich wirklich so ein bisschen K.O. gemacht hat. Und ja, ansonsten gab es aber zum Gesamtbild eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil es hat sehr gut zueinander gepasst. Und das meinte ich bei dem letzten Spiel auch, der nur Binding of Isaac benutzt hat. Er nutzt halt von verschiedenen Spielen Ideen, aber wenn du die dann gut zusammenbringen kannst, dann hast du doch mehr oder weniger schon bei Gesamtbild gewonnen. Und bei Isaac war das halt so, ja okay, das Gesamtbild ist halt gut, weil das 1 ist, aber dann kannst du halt nicht davon ausgehen, dass das dann die 10 Punkte kriegt, weil es war mega öde einfach nur. Ja, die Musik war halt ein bisschen off. Also wie gesagt, ich glaube, diesem Spiel würde ich fast mit so ein paar kleinen Tweaks würde ich die Maximalpunktzahl geben, wenn, wie gesagt, die Musik angepasst werden würde und das mit dem Mauszeiger, das fand ich auch mega nervig. Ja. Ach ja, ich muss noch sagen, wie viele Punkte ich da gegeben habe. Ich habe da 8 Punkte gegeben, wie gesagt, der Sound bringt mich leider ein bisschen raus. Passt halt irgendwie nicht zur Grafik und nix irgendwie. Ich würde mir, weißt du, wenn ich an einem Strand bin, dann würde ich mir mehr so Strandmusik wünschen. Ja. Gut, damit hat das Spiel aber trotzdem immer noch unfassbar gute 47 Punkte bekommen von 55 möglichen. Das war wirklich eine kilometerweite Steigerung zum letzten Spiel. Und ich bin mal gespannt, was sonst noch so kommt im Verlauf des Contests. So. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei Hop von Hop Pros. Oder bei Hop Pros von Hop. Ich weiß es immer noch nicht so wirklich. Ja, bis dahin und ciao, ciao.